Absolut surreal muss es gewesen sein, inmitten der doch recht eintönigen Alltagsautos wie dem Trabant oder Wartburg auf den Autobahnen der DDR zu fahren und plötzlich das unverkennbare Emblem eines BMW, aber mit DDR-Kennzeichen im Rückspiegel zu erblicken. Ein seltener Anblick, der sicher eine Mischung aus Staunen und Bewunderung hervorrief, ob als Cabrio, Limousine oder Kombi. Der E30 wurde in verschiedenen Ausführungen produziert, insgesamt haben 2,34 Millionen Exemplare die Werke in München und Regensburg verlassen. Doch mit nur 80 Stück, die in die DDR über Genex geliefert wurden, waren sie da nahezu unerreichbar. Das ist ein seltener BMW 318i E30, Baujahr 88. Besondere, es ist über Genex ausgeliefert worden. Ne? Also die Firma, wo man, wenn man Verwandtschaften im Westen hatte und die waren bereit, 31.000 DM auszugeben für ihre Verwandtschaft im Osten, konnte man im Genex-Katalog auch so ein Auto erwerben. Es sind ungefähr 80 Stück eingeführt worden zwischen 1988 und 89, meistens in Grundfarben, Rot, Blau und Weiß. Und alle mit dem Vierzylindermotor, M40 genannt, 318i mit 113 PS. Man sagt dem Katalog auch eine gewisse Unterstützung bei der Bildung einer Zweiklassengesellschaft nach. Denn dass nur DDR-Bürger mit Westverwandtschaft in den Genuss der Geschenke aus dem Genex-Versandhandel kommen konnten, sorgte in der DDR für Unmut. Diese kamen meist sowieso schon durch die sogenannten Westpakete an Waren aus dem westlichen Ausland. Ja, das Auto wurde im Raum Magdeburg ausgeliefert an damals schon eine relativ betagte Frau von der Verwandtschaft aus dem Westen. Besondere Merkmale hier, erzählte mir einer, dieses HM. H war praktisch Bezirk Magdeburg und HM hatten dort in dem Kreis alle Genex-Fahrzeuge außer Trabant. Also das war so ein internes Erkennungszeichen gewesen. Ja. Also das Auto ist wirklich, hat erst 45.000 Kilometer runter, ist Taschentuch gepflegt worden. Und auch im Serviceheft hatte ich mal nachgeschaut, wer so ein Auto gewartet hatte zu DDR-Zeiten. Habe ich dann gesehen, dass es in Ostberlin eine Trabant-Werkstatt war ehemals, die nach der Wende ein großes BMW-Autohaus wurde. Auch witzig, ne? Also die hatten schon die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu reparieren. Alle Genex-Fahrzeuge, die offiziell über den Katalog kamen, hatten die Möglichkeit, repariert zu werden. Teilweise die Ersatzteile in D-Mark, wie bei dem, und die Arbeitsleistung in Ostmark. Ne? Das war immer gestaffelt, wie selten die Autos sind. Beim Golf zum Beispiel war beides in Ostmark möglich. Ja, wir haben hier als Extra eigentlich ein Drehzahlmesser. Das war so ein Highlight damals. Wir haben Zentralverriegelung, das war auch nicht immer gewesen. Ansonsten eigentlich weitestgehend Grundausstattung. Der hat das seltene Blaupunkt Lizenz Greifenstein drin. Das Radio, was 1988 von RFT in Lizenz gebaut wurde und sage und schreibe, ich denke 1900 Ostmark kam. So, hier haben wir ein paar schöne Unterlagen und was auch selten ist, dass wir den originalen DDR-Kfz-Brief dazu haben. Mit den ganzen technischen Daten, wie es früher so üblich war. Kfz-Steuerkarte, werden viele auch noch kennen. Und hier der Genex Abholschein. Ja, man bekam dann praktisch so ein Schreiben, dass das Auto dort und dort bereitsteht zur Abholung. Man konnte sogar noch gerade hier bei denen Farbwünsche äußern. Ob sie dann erfüllt werden konnten, weiß ich nicht, aber es bestand zumindest die Möglichkeit. Na, auch bei dem Auto Schmutzfänger hinten, ne, bei BMW eigentlich relativ selten. In der DDR mussten sie nachgerüstet werden. Sieht am BMW ein bisschen komisch aus, aber es war halt Pflicht. Ne? Das Auto wurde auch
eigentlich in Westdeutschland damals mit Katalysator schon ausgerüstet, geregelten Cut. Im Osten wurden die alle ohne Katalysator ausgerüstet. Und das Auto speziell wurde dann in den 90ern umgerüstet wieder auf G-Cut. Heutzutage fast unglaublich, wie solch ein Wagen auf dem Schwarzmarkt der DDR gehandelt wurde. Überlieferungen nach konnten 280.000 Mark und mehr erreicht werden. Zum Vergleich, für dieses Geld bekam man fast 4 Einzelwohnhäuser vom Typ EW 58. Wenn man so ein Genex-Auto hatte, teilweise hatten Leute das Glück, dass die jedes Jahr von der Verwandtschaft ein neues Genex-Auto bekamen. Was machte man dann mit dem Gebrauchten? Er wurde auf dem Schwarzmarkt halt angeboten. Und ein Bekannter sagte mir, dass genau so ein Auto Ende 88 ein Fleischermeister aus Berlin gekauft hatte. Wir sage und schreibe 280.000 DDR-Mark. Also das war wahrscheinlich so ein Preis gewesen für so ein Auto. Damals neues Modell. Ne? Also das war schon riesig begehrt. Die Handwerker hatten Geld und die waren auch mal bereit, dort über 200.000 Mark zu bezahlen. Ne? Wahnsinn. Drehzahlmesser geht jetzt gerade mal nicht. Es hängt mit der elektronischen Platine zusammen, die bei BMW mit Batterien bestückt war damals, gerade wegen der Serviceintervallanzeige, dass die auch ohne Zündung funktioniert. Und die hat eine Lebensdauer von 15 Jahren und die ist natürlich lange abgelaufen und deswegen spinnt das hier alles ein bisschen. Also da muss man die Batterien ersetzen, aber das sollte kein Thema sein. Ansonsten fahren die sich natürlich wirklich sehr fahrdynamisch und für das Alter damals, also im Gegensatz zu Ostautos, war das natürlich hier ein totales Highlight gewesen. Ne? Also mehr ging schon eigentlich fast nicht. Gerade was jetzt im Genex-Katalog war. Ne? Es gab zwar noch Passat und VW-Bus und so ein Zeugs, aber das war schon hier die hohe Schule. So, hier haben wir ihn. Auch in Rot. Und 31.000 DM. Und hier steht, dass sogar BMW Modell 316i und 320i auf Sonderanfrage auch vermittelt werden können. Aber es war eher selten. Meistens war Golf, ne? Golf war mit 10.000 Stück das meistverkaufte, also unter anderem das meistverkaufte Genex-Auto. Und der, wie gesagt, mit 80 Einheiten, was wir rausgefunden hatten, circa, eher selten anzutreffen. War ja auch ein stolzer Preis, ne? Ich bedanke mich wieder fürs Anschauen und hoffe, das Video über diesen besonders und damals wie heute sehr begehrten BMW E30 hat gefallen. Über einen Daumen nach oben und falls noch nicht geschehen, ein Abo, freue ich mich wie immer sehr. Bis bald, euer Jan.